Hallo und willkommen im Horologenland. Heute gebe ich euch einen kurzen Überblick über Qualitätskriterien bei Großuhren. In erster Linie geht es dabei um Ganggenauigkeit und die Langlebigkeit einer Uhr. Was die Langlebigkeit angeht, so sollte meiner Meinung nach eine hochwertige Uhr immer ohne Ablaufdatum konstruiert werden. Wie jedoch baut man eine Maschine, die mehrere Jahrhunderte funktionieren kann? Entsprechende Wartung natürlich vorausgesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist dieses Werk. Es gehört einer englischen Bodenstanduhr aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und wie man sieht, ist hier alles extrem massiv ausgeführt. Es wurde nirgends an Material gespart. Es ist alles gut und solide verarbeitet und dementsprechend hat diese Uhr vor über 200 Jahren funktioniert und wird es auch in über 200 Jahren noch tun. Das genaue Gegenteil dazu ist dieser kleine Uhrenlicht. Bei ihm wurde so ziemlich überall an Material gespart. Die Platinen sind nicht nur extrem dünn, sie sind zusätzlich auch noch mehrfach durchbrochen, die Federhäuser sind offen, mehrere Teile vom Werk sind aus Kunststoff, genauer gesagt aus Tellerin. Ja, viel billiger kann man eine mechanische Großuhr nicht produzieren. Dementsprechend ist es halt, obwohl mechanisch, noch leider eine Wegwerfuhr. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Nicht jede billige Uhr ist eine Wegwerfuhr. Und weil wir schon im Horologenland sind, muss man als Beispiel natürlich etwas aus heimischer Produktion nehmen. Das wäre das hier. Es ist ein Karlsteiner Pendelwerk, wie sie über einen langen Zeitraum in sehr großer Stückzahl produziert wurden, bis in die 50er hinein. Es ist weder besonders genau, noch ist es besonders schön verarbeitet, aber es ist langlebig und lässt sich zu jeder Zeit reparieren, dank massiver Platinen, massiver Räder. Das neue Gegenstück dazu wäre das hier. Ein kleines Quarzwerk. Nur bei dem wird es mit der Reparatur etwas kritisch und dementsprechend kann man eigentlich nur eins damit machen, und zwar das. Zusätzlich zur Materialstärke ist natürlich entscheidend, wie wurde das Ganze verarbeitet. Die Oberflächenbeschaffenheit. Ist einfach nur alles grob ausgefräst oder ausgestanzt oder wurde von Hand nachgearbeitet. Bei einer hochwertigen Uhr darf keine Oberfläche unbearbeitet bleiben. Alle Platinen müssen poliert sein oder mit einem Schliff versehen und bei den Rädern das gleiche, wie zum Beispiel hier. Bei einer billigen Uhr sind die Radschenkel einfach nur ausgestanzt oder gefräst. Man sieht den Grat und eine raue Oberfläche. Bei einer hochwertigen Uhr wurde das alles von Hand druckpoliert. Weitere Qualitätskriterien, die der Langlebigkeit dienen, wären natürlich noch die Art der Lagerung. So gibt es zum Beispiel in großen, zwar sehr selten, eher in Kleinuhren, Rubinlager, bei neueren Modellen auch Kugellager. Und für die Ganggenauigkeit entscheidend sind in erster Linie 3 Faktoren. Das ist der Gangregler, sprich bei großen meist das Pendel, bei kleinen die Unruhe, die Hemmung, bei dieser hier noch eine alte Stoppuhrhemmung, eine rückführende Hemmung, die theoretisch nicht übermäßig genau ist, aber in diesem Fall doch recht gute Ergebnisse erzielt. Oder bei Uhren, moderneren Uhren, die auch mehr auf Präzision ausgelegt sind, wie bei dieser Hauptuhr im Hintergrund. Das ist die Kramhemmung, eine ruhende Hemmung. Und ein auch nicht zu vernachlässigender Aspekt ist, hat die Uhr eine Zugfeder oder ein Gewicht. Und das Gewicht liefert ein konstantes Drehmoment, wodurch sie ebenfalls genauer geht. Aber einen genaueren Überblick über Ganggenauigkeit, Hemmungen und ähnliches bekommt ihr in einem Video über Regulatoren. Das war es jetzt erst einmal von Qualitätskriterien für Großuhren. Schaltet bald wieder ein, dann gibt es das gleiche mit Kleinuhren. Bis bald.